Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Nach einem Monat mal wieder etwas von mir. Zwischendrin ist hier in Blankenheim außer ein paar Begrünungssachen wenig bis gar nichts gelaufen. Dafür hat sich bei meinem Opa viel getan. Mein Freund Tobi und ich haben angefangen, die Anlage bei meinem Opa mehr und mehr zurückzubauen. Und um das soll es in dem Video gehen, nämlich den Komplettabriss der Modellbahnanlage meines Opas. Ich würde sagen, wir starten rein und ich komme nachher nochmal im Video dazu. Die Sequenzen, die ihr jetzt seht, die habe ich dort vor Ort gedreht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn es eine emotionale Sache ist und uns Modellbahnern allen, insbesondere meinem Opa, auch ein bisschen in der Seele wehtut. Aber das gehört nun mal dazu. Und vieles von dem, was dort zu sehen war, wird hoffentlich hier oder in anderer Form in der zweiten Anlage, die ich definitiv geplant habe, weiter existieren. Also, bis gleich. In welchem Video auch immer das hier auftauchen wird, aber ihr seht, bei Opas Anlage wird nichts mehr fahren. Es fehlen schon diverse Gleise hier hinter mir. Mein Freund Tobi ist fleißig am Helfen. Tobi kann sich demnächst auch mal selber bei YouTube sehen. Und wir sind hier am Zurückbauen. Leider traurig, ich habe es ja mehrfach angekündigt, aber es gehört nun mal dazu. Viele von den Dingen werdet ihr, einige, nicht viele oder nicht alles, aber einiges werdet ihr in Blankenheim wiedersehen. Und ich habe ja immer mal gesagt, es wird nicht nur die Anlage Blankenheim geben, sondern es ist ja irgendwann mal noch eine andere Anlage geplant. Und da werden auch wieder gewisse Sachen auftauchen. Ich würde mal die Kamera, so gewisse Flexgleise wie das hier, das kann ich relativ einfach zurückbauen, sanft. Da habe ich schon Techniken entwickelt. Das heißt, die Gleise hebe ich mir natürlich auf. Das, was da noch machbar ist, das U-Profil-Gleis, da habe ich viel zu viel. Das werde ich sowieso nicht verwenden, das werden wir lassen. Aber ihr seht hier viele Gebäude, Figuren. Und das wird es dann so ein bisschen gewesen sein, der Grundstock, die Anlage hier unten. Das wird dann alles so bleiben. Und dadurch, dass leider das ganze Jahr miteinander verbunden ist, kommt es auch hier nicht zur Tür raus. Und ja, wir sind jetzt hier am Zurückbauen. Schauen wir mal, in welches Video das Ganze hier eingebaut wird. Ihr seid auf dem letzten Stand und das sind die allerletzten Bilder von dieser Anlage. Und danach gibt es nicht mehr. So sieht das jetzt aus. Einige Gleise abgenommen. Jetzt seht ihr mal, wie man das die Jahre rausnehmen konnte. Das liegt alles hier hinten. Gewisse Sachen werde ich da hier noch behalten. Das ist auch abnehmbar. Und jetzt werden wir hier anfangen, als erstes hier einen Schnitt zu setzen, damit es transportierbar ist. Und hier ein Schnitt und hier ein Schnitt. Und dass das in 3 Teile teilbar ist, wo man das besser hier rausbekommt. Ja, ich komme dann nochmal zurück, wenn es dann einigermaßen vollbracht ist. Ich weiß nicht, ob wir heute alles schaffen, aber wir wollen zumindest mal so, dass man sich ein bisschen bewegen kann. Also demnächst wieder was.
wieder zurück hier bei mir im Keller. Emotional, ich habe mir dazwischen überlegt, während des Abbaus die Anlage so abzubauen, um sie wiederverwenden zu können, habe aber diesen Plan einfach aus realistischen Gründen dann wieder verworfen. Das war, glaube ich, mehr so eine emotionale Sache. Die Anlage entspricht in vielen Dingen nicht so, dass die Züge, die ich besitze, dort wirklich gut fahren können. Das heißt, es ist sicherlich möglich, die Anlage so umzubauen von ihren Kurvenradien, dass alle modernen und nicht in Form von Epoche, sondern moderne Modellbahnfahrzeuge, also sagen wir mal alles nach den 2000er Jahren, dort reibungslos fahren kann mit Kurzkupplungskulisse und so weiter. Und es hätte natürlich seinen Reiz und seinen Charme, die Anlage so umzubauen. Aber wenn man ehrlich ist, ist der Aufwand ein derartig immenser, dass du direkt auch neu bauen könntest und dir den Gleisplan im Endeffekt adaptieren kannst. Was uns bleibt, sind die Bilder. Und das ist natürlich ein schöner Punkt. Ich habe die letzten 1-2 Jahre versucht, Aufnahmen zu machen. Uns bleiben die Videos dazu. Ich verlinke sie auch nochmal in der Videobeschreibung unten. Ich habe ja eine eigene Playlist, die Rubrik Opas TT Modellbahnanlage. Und ja, also ich habe dann nicht mehr weiter gefilmt. Die Anlage ist jetzt im Rohbau soweit entkernt. Sie ist noch nicht auseinandergenommen. Das haben wir das Wochenende, der Tobi und ich, nicht geschafft. Übrigens, Grüße gehen nochmal raus an Tobi und vielen Dank für deinen Support, der auch immer meinen Kanal hier schaut. Bin ich dankbar auch für den einen oder anderen, der da Hilfe zugesagt hat, aber ja, es geht auch darum, mein Opa möchte da ausziehen, wo er jetzt ist, und da muss alles ausgeräumt werden, also war jetzt auch nicht ewig Zeit, da noch wochenlang rumzumachen, und das Problem ist, über das Wochenende so eine Anlage zurückzubauen, die über Jahre entstanden ist, das ist ein bisschen Arbeit, vor allem wenn du Material erhalten möchtest und dann nicht einfach mit dem Vorschlaghammer durchgehst. Wir haben viel geschafft, wir haben die ganzen Gleise alles zurückgebaut, Gebäude und so weiter, Figuren, alles runtergenommen, so dass das alles wiederverwendet werden kann. Die Flexgleise, wie ich das in den Einspielern erwähnt hatte. Vieles von dem ist mittlerweile hier bei mir angekommen. Einiges liegt noch dort bei Opa, und ja, so werden wir das jetzt transferieren. Und so sehr mir das in der Seele wehtut und so sehr ich diese Anlage liebe, aber es macht einfach keinen Sinn. Obwohl sie hier reingepasst hätte in den Keller. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was wir auf alle Fälle machen werden. Ich werde euch noch zeigen, was ich alles mitgenommen habe. Da gibt es viele tolle alte Sachen. Selbstbaugebäude, die große Bogenbrücke, solche Dinge, die werde ich mir auf alle Fälle erhalten. Und also die ihr dort gesehen habt, die selbstgebaute Holzbogenbrücke. Und wo und wie wir die dann mal wieder hier bei mir einbauen, das werdet ihr sehen. Das werde ich auf alle Fälle immer erwähnen. Und ich werde demnächst auch mal ein Video machen, wo wir auf die Sachen, die ich zuletzt mitgenommen habe, Straßenfahrzeuge, Gebäude, Märklin, Blechbahnen, da ist einiges dabei. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Eben wem das so im Besonderen dann gefällt, der kann das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich da ein gesammeltes Video machen soll oder jeweils für sich getrennt. Also mein Opa zum Beispiel hat so viele Straßenfahrzeuge, dass das fast ein halber großer Umzugskarton ist. Und wer weiß, dass ein TT-Straßenfahrzeug so groß ist, weiß, wie viele Fahrzeuge das waren, die da runtergekommen sind. Und ja, das vielleicht jetzt dazu, auch wenn es sich für euch nicht ganz so anhört, ist für mich doch schon ein emotionales Thema. Die Anlage ist Anfang der 2000er entstanden. Viel Einfluss auch von mir als Kind dabei gewesen, was mein Opa so gebaut hat. Das habe ich in dem einen oder anderen Video, was ihr gerne im Nachgang auch nochmal gucken könnt, auch schon erwähnt. Die Autobahn zum Beispiel, der Zusatzanbau, wo alle Radien beachtet worden sind, also wo nicht unter einen 310er Radius, also sogar größere Radien genommen wurden als 310, um ICE fahren zu lassen. Dampflokomotiven wie die 18201 und so weiter. Diese ganzen Sachen, wie sich die Anlage so entwickelt hat, das ja, ist für mich auch, die Anlage ist für mich ein Stück TT-Modellbahngeschichte. Es war nicht die erste Anlage von meinem Opa. Es war, ich muss lügen, ich glaube die dritte oder vierte, aber die größte auf alle Fälle.
und die auch am organischsten, am weitesten gewachsen ist, wo ich vor allem dann ein Alter hatte, dass ich sehr aktiv damit gespielt habe. Also ich würde sagen, ich habe die meisten Kilometer auf der Anlage geschrubbt. Also die Anlage war Jahr und Tag in Betrieb. Mein Opa hat sie früher weit vor 20 Jahren im Sommer mal immer mit so einer ganz dünnen Folie eingepackt, um sie vor dem Staub im Sommer zu schützen. Und dann bin ich immer gekommen und die Folie musste immer wieder ab. Und irgendwann hat er sich dann mal dagegen entschieden und wir haben dann dafür zweimal im Jahr kräftig abgesaugt, die ganze Anlage, und haben sie vom Staub befreit. Die letzten Jahre war sie dank der einen oder anderen Großaktion von mir immer ganz gut vom Staub befreit, wurde auch weniger gefahren, also dadurch war sie auch dann weniger mit Staub befallen. Ja, aber so war die Anlage eigentlich immer im Betrieb. Viele Lokomotiven, die heute bei mir sind, die ich dann die nächsten Jahre auch noch sukzessive aufarbeiten möchte. Da werde ich vielleicht auf den einen oder anderen, der hier zuschaut, noch zukommen, mit der Bitte um Unterstützung der Aufarbeitung der einen oder anderen Lokomotive und Fahrzeugen, die einfach für mich einen ideellen Wert haben, wo man sagt, ja, was lohnt sich das vielleicht zu retten? Für mich lohnt es sich schon, weil da sind einfach Fahrzeuge dabei, mit denen habe ich gut und gerne 35 Jahre gespielt. Und die werden auch ganz klar im Familienbesitz bleiben. Es gibt den einen oder anderen in der Familie von den jungen Kindern, die sich heute schon für das Thema Modellbahn interessieren. Und da würde es mich natürlich freuen, mit dem ganzen Material, so wie mein Opa das mit mir gemacht hat, ja, dass man vielleicht mal eine kleine Spielanlage bauen kann und dass sich daraus irgendwas entwickelt, und vielleicht kann das dann mal Erbmasse sein, wie auch immer. Das muss man dann alles mal schauen. Aber ich finde es schön, wenn da so eine Geschichte fortgeschrieben wird. Es gab noch viele andere Sachen, die ich von meinem Opa so in Bezug auf Eisenbahn damit dazu bekommen habe. Das eine hole ich mal. Nicht alles habe ich selber übernommen, aber sowas gehört zum Beispiel auch dazu. Viele Gemälde, die ich als Kind gemacht habe. Einige Lokomotivschilder, die Freunde von mir übernommen haben, weil ich auch einfach nicht alles übernehmen kann. Und ja, so hat sich da einiges angesammelt und hat jetzt einen schönen Platz gefunden. Und wenn der Opa dann das nächste Mal bei mir zu Besuch ist, würde die eine oder andere Sache wiedererkennen und sich freuen, dass es weiter einen Platz findet und weiter auf einer Modellbahn zum Einsatz kommt, würde ich sagen. Also man muss das immer positiv sehen. Ich denke, sowas gehört zum Leben dazu. Änderungen sind ganz normal. Eben, das ist ja mittlerweile auch meine zweite Anlage. Und die erste Anlage, da hat es mir auch ein Stück weit an der Seele wehgetan, die zu verschrotten. Aber irgendwann muss man sich auch eingestehen, was funktioniert und was nicht. Und ich bin jemand, der Modellbahn mit Landschaft und so weiter verbindet, wie man es hier sieht in Blankenheim. Und das hat jetzt auch fast 5 Jahre gedauert, um diesen Status zu haben. Und ich bin beim besten Willen noch nicht fertig. Ja, und da muss man sich dann auch eingestehen, arbeiten und so weiter. Wie viel Zeit hast du? Und ich habe leider noch 3-4 Tage bis zum Rentnerdasein, um dann mal wirklich vom Montag bis Freitag hier runtergehen zu können und was machen zu können. Das ist bei mir leider noch nicht drin, und zwischendrin möchte ich dann halt doch immer noch mal mit der Modellbahn spielen. Ich bin eben kein reiner Bastler, sondern ich bin auch ein Modellbahnspieler und genieße eben gerne. Ich hoffe, das merkt ihr immer wieder auch an meinen Bildern. Schöne Aufnahmen von schönen Zügen in einer schönen Modellbahnlandschaft. Gibt für mich nichts Schöneres zum Genießen. Und ja, somit war es das. Ein etwas emotionaleres Video und Statement. Ich danke fürs Einschalten. Demnächst geht es auch hier wieder weiter. Der Kreis soll verzogen werden. Ich werde zwischendrin nochmal berichten. Ich werde auch endlich mal wieder bei meinen lieben Kollegen aus der Schweiz sein, die ihre fliegende Anlage aufbauen, mein Modellbahn H0-Zeug dabei haben. Werde da ein bisschen berichten. Ich weiß, das interessiert nicht alle von euch. Aber die Anlage ist mittlerweile echt imposant. Die hat, ich glaube, 24 Meter. Und ja, würde mich auch da freuen, wenn der ein oder andere einschaltet. Da sind mittlerweile auch von den Kollegen viele spannende Fahrzeuge dazugekommen. Und ja, ich glaube, es geht darum, Spaß mit der Modellbahn zu haben, Freude an Modellen. Und deswegen habt ihr eingeschaltet, deswegen mache ich Content.
Ich sage danke fürs Zusehen, auch wenn das jetzt etwas eine traurige Sache war. Ich hoffe, ihr bleibt der Modellbahn weiterhin gewogen. Schreibt rein, was ihr für Erfahrungen habt in so einem Zusammenhang, wie ihr das verarbeitet habt, wie ihr damit umgeht. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere, der gerade die Modellbahn vom Familienmitglied oder einem Bekannten zurückbaut, was verkauft etc. Eben das Thema war ja relativ präsent im Moment. Also schreibt es mir rein, was ihr so für Erfahrungen habt. Macht vielleicht ein Reaction-Video auf das Ganze. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, kommentiert. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, schaut mal in die anderen Videos rein. Ich mache zwar die Spur der Mitte, Spur TT 1:120, was jetzt nicht jeden abholt und auch wenige von euch vielleicht haben, gerade wenn es um die modernen Epochen geht. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht mit meiner Anlage zeigen kann, dass wir niveautechnisch N und H0 in nichts mehr nachstehen. Und Spuren sind sowieso Schall und Rauch. Es geht mehr darum, schöne Modellbahnmomente zu generieren und zu genießen. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Micha Schornsteinfeger. Ciao, servus.